Ihr selbst habt bestimmt schon einiges an Zeit, Energie und Geld in eure Idee gesteckt. Doch worauf achten Investorinnen und Investoren besonders, bevor sie euch unterstützen? Die Antwort dazu bekommt ihr in unserem Video. Check it out. Hey und herzlich willkommen. In diesem Video erklären wir euch, was ein Pitch Deck ist und wofür ihr es überhaupt braucht, verraten euch, was unbedingt drin sein sollte und geben euch Tipps für die Erstellung. Was ist überhaupt ein Pitch Deck? Ein Pitch Deck zeigt auf einen Blick die wichtigsten Infos zu euch und eurer Idee, wie eine Art großer Flyer. Warum braucht ihr das? Naja, egal wie gut euer Sparschwein gefüllt ist, meistens reicht es nicht ganz aus, um ein Unternehmen zu gründen. Und mit Hilfe eines Pitch Decks könnt ihr Unterstützer finden, die in euch investieren, und zwar nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Energie. Wie sieht das Ganze aus? Ein Pitch Deck besteht meistens aus einer Präsentation mit 8 bis 12 Folien. Das Besondere daran, diese Folien werden verschickt. Das heißt, sie müssen selbsterklärend sein. Aus unserer Erfahrung heraus sind es 8 Punkte, die in einem Pitch Deck auf jeden Fall enthalten sein sollten. Punkt Nummer 1, eure Situation. Was ist das Problem, das ihr mit eurer Idee löst? Und wie groß oder wie stark ist der Markt dafür? Diese Informationen zeigen das Potenzial eurer Idee. Punkt Nummer 2, eure Wettbewerber. Wen gibt es noch? Wie grenzt ihr euch ab? Und wo genau ist die Lücke, die ihr mit eurer Idee besetzen wollt? Das zeigt, dass ihr euch auch mit der Konkurrenz beschäftigt habt. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr noch ein klein bisschen von denen lernen. Punkt Nummer 3, eure Lösung. Also, was genau ist eure Idee und was daran ist so genial? Damit zeigt ihr euren USP, also euren Unique Selling Point, warum die Leute genau euer Produkt kaufen sollten und nicht irgendein anderes. Punkt Nummer 4, Einnahmequellen. Also, wie genau wollt ihr Geld verdienen? Klar muss man am Anfang manchmal ein bisschen mehr investieren und auch mehr ausgeben, aber das Ziel sollte immer sein, dass ihr irgendwann mehr verdient, als ihr ausgebt, denn sonst bleibt das Ganze nur ein teures Hobby. Punkt Nummer 5, Traction. Was bedeutet das? Das bedeutet, welchen Kundenbedarf könnt ihr nachweisen, wer sind eure Kunden und habt ihr vielleicht schon echte Use Cases, also Fälle, die ihr in echt ausprobiert habt. Punkt Nummer 6, euer Team. Also, welche Expertisen deckt ihr ab? Eure Track Records, eure Skills, aber natürlich auch euer Branchenwissen. Warum ist diese Information spannend? Naja, es sind die Menschen, die letzten Endes die Produkte bauen. Im Übrigen gibt es viele Investorinnen und Investoren, die sagen, dass genau diese Folie für sie die allerwichtigste ist. Warum? Die Produkte verändern sich meistens im Laufe der Zeit, aber das Team bleibt das gleiche. Und da sollte ein ziemlich gutes Match zwischen Investorin und Investor und Gründerin und Gründer sein. Punkt Nummer 7, eure Finanzen. Also, wie steht ihr aktuell da und was sind so eure Pläne die nächsten 3 bis 5 Jahre? Das zeigt nicht nur, wie viel ihr braucht, sondern auch, wie ihr bisher mit eurem Geld umgegangen seid. Punkt Nummer 8, der Look. Achtet auf ein einheitliches Design mit einem gewissen Wiedererkennungswert, was sich zum Beispiel auch in eurer Webseite wiederfindet. Schaut darauf, dass euer Pitch Deck eine innere Logik hat, also so eine Art roten Faden. Und ihr solltet in dem Pitch Deck weder zu wenig Informationen noch zu viele Informationen haben. Das Beste ist, ihr testet euer Pitch Deck vorher an Freunden, an der Familie oder auch an ganz Fremden. Und wenn ihr dann euer perfektes Pitch Deck habt, könnt ihr es natürlich immer wieder individuell anpassen, je nachdem, welche Investorin oder welchen Investor ihr ansprechen wollt. Welcher Punkt ist aus eurer Sicht der interessanteste? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und eins ist sicher, mit einem super Team schafft ihr auch ein super Pitch Deck. Check it out.